Mache gerade die morgendliche Routine, Motorcheck, Öl und so weiter. Sieht alles gut aus. Wir haben hier gestern einen richtig schönen Stellplatz gefunden. Wir sind hier auf einer Wiese und rundherum sind nur Berge, also die Landschaft ist wirklich traumhaft schön. Die Straßen bis hierher waren sehr anstrengend. Ich glaube, wir haben gestern den ganzen Tag für ungefähr 220 Kilometer gebraucht. Also man ist wirklich nur sehr langsam auf den Straßen unterwegs. Wir mussten eben auch zweimal bei einer Baustelle warten. Ja, dafür, dass die Straßen so schlecht sind, entschädigt natürlich diese sagenhafte Landschaft. Es ist wirklich wunderschön und sehr dramatisch hier. Ja, wir haben jetzt zusammengepackt. Wir werden heute wieder weiterfahren. Heute werden wir wahrscheinlich durch Kurok, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, durchfahren. Mal schauen, ob wir da zur Touristeninformation hingehen, um uns einfach ein paar Infos zu holen oder eine Kleinigkeit einkaufen. Mal schauen. Und danach geht es dann weiter immer entlang beim Barmer Highway auf der M41 und dann schauen wir mal, ob wir heute wieder so einen schönen Stellplatz finden. Brot. Gemüse leider konnte ich so noch weiterschauen. So, wir waren gerade bei der Tourismusinformation. Da haben wir auch die Tickets, sage ich jetzt mal, für Zorkul Area. Das ist so im Süden von Nurga, bekommen und bezahlt. Da muss man pro Tag bezahlen. Mal schauen, ob wir da bis zum Schluss hinfahren oder nicht, je nach Wetter ein bisschen, je nach Straßenverhältnissen. Aber es ist schon mal gut, dass wir die Tickets haben. Und ja. Der bei der Tourismusinformation hat uns auch ganz viele Fragen beantwortet, so allgemeine Sachen über die Region erklärt und auch darüber, dass wir jetzt ein bisschen aufpassen sollen wegen der Höhenkrankheit, dass man jeden Tag noch ein Stückchen weiter nach oben fährt. Dass wir zum Beispiel heute vielleicht auf 3000 oder 3500 Metern irgendwo schlafen sollen, um uns einfach ein bisschen besser zu akklimatisieren.
So, wir haben es jetzt zum Stellplatz geschafft. Wir sind genau auf 3000 Meter. Das ist, glaube ich, gut für die Akklimatisierung. Und ja, schauen wir, wie geil die View ist. Einfach nur extrem geil. Dankeschön. So, wir haben einen richtig gemütlichen Vormittag an diesem wunderschönen Stellplatz verbracht. Wir haben jetzt unsere Sachen zusammengepackt und fahren ein Stückchen weiter. Upsi, Schlaglöcher. Die Strecke von Koruk jetzt hier durch das Gund Valley, also entlang der M41, ist sehr viel besser als vor Koruk. Dennoch gibt es immer noch sehr viele Schlaglöcher, aber man kommt sehr viel schneller voran, als wir die letzten Tage vorangekommen sind. Das Wetter ist immer noch traumhaft schön, die Landschaft ist sagenhaft. Ja, wir freuen uns schon auf die nächsten Tage und werden jetzt versuchen, jeden Tag ein bisschen weiter nach oben zu fahren, in höhere Lagen hochzufahren, dass wir uns einfach ein bisschen besser akklimatisieren können. Letzte Nacht haben wir ja auf 3000 Metern geschlafen. Heute probieren wir vielleicht mal auf 3,4 oder 3,5 zu schlafen und dann am nächsten Tag auf 3,7, dass wir uns einfach so langsam an die Höhe ein bisschen gewöhnen. Wir haben hier gerade kurz angehalten, weil wir neben der Straße eine Trinkwasserquelle gefunden haben. Lukas ist da hinten schon beim Auffüllen. Hier waren gerade auch zwei ganz nette tadschikische Omas, die uns gesagt haben, dass es gutes Trinkwasser ist. Deswegen geht das ganz gut. Jetzt füllen wir unseren Tank auf und danach geht es weiter. Wir haben es zu unseren ersten 4000er geschafft. Wir sind auf 4280 Metern. Uns geht es relativ gut, weil wir haben uns ja langsam an die Höhe angepasst die letzten Tage. Aber wir merken trotzdem, dass wir einfach ein bisschen mehr atmen müssen und dass wir alles ein bisschen langsamer angehen müssen. Den Toyota geht es auch relativ gut. Er muss auch kämpfen. Er rußt relativ viel
und man merkt beim Anfahren, dass er einfach weniger Leistung hat, weil einfach wir haben keinen Turbo und uns fehlt einfach die Luft dann beim Motor. Kacke, hm? So, wir haben es jetzt zu einem kleinen Geysir geschafft. Die Tour heute zu den Seen und vorher über diesen großen Bergpass drüber war echt cool. Und jetzt dieser kleine Geysir ist echt lustig. Er ist natürlich nicht so spektakulär wie die Geysire auf Island oder auf Neuseeland, aber trotzdem sehr, sehr cool anzuschauen und mal eine nette Abwechslung. Wir werden jetzt mal schauen, ob wir vielleicht direkt hier im Tal übernachten oder ob wir sonst noch ein Stückchen weiterfahren und dort einen Campspot suchen. Es ist ziemlich windig
Und hier sind wir ungefähr auf 3700 Metern. Hier ist auch relativ kühl, aber ja, das Wetter ist immer noch traumhaft schön und die Landschaft ist auch ein Traum. Und es ist kalt. Ganz kalt ist nicht da. Ja. Danke fürs Einschalten. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.